Man baut ein Kreuzfahrtschiff ja nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Crew. Denn für die Crew ist das Schiff ein Zuhause. Wenn man sagt, man verlässt zu Hause, um nach Hause zu gehen, ist schon passend. Als Seefahrer fühlt man sich einsam, wenn man nicht so 200, 300, 400, 500, 600 oder so wie dann am Ende sind fast über 1400 Crewmember um sich hat. Bis jetzt war das Schiff so leer und jetzt kommt wirklich unsere Familie kommt jetzt einfach an. Es wird jetzt lebendig und das ist einfach das Schöne jetzt. Und ja, wir ziehen in unser Haus ein. Welcome aboard. I'm your captain on this cruise. Please make yourself at home and go with the flow. I see you tomorrow. Thank you. Für die Kollegen, die auch das erste Mal hier dieses riesige Schiff sehen, das ist tatsächlich überwältigend. Überhaupt auf so einem Werftgelände kommt man nicht jeden Tag. Neues Schiff, neues Abenteuer, wir sind alle aufgeregt. Sieht eigentlich schon abfahrbereit aus, würde ich sagen. Ich war gerade auf der Relax und ich glaube, die wird noch schöner. Ich glaube, die Flow ist wirklich das schönste Schiff bis jetzt. Das sind so die Momente, worauf man sich in der Werft immer freut, weil man baut ein Kreuzfahrtschiff ja nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Crew. Denn für die Crew ist das Schiff ein Zuhause. Wir haben das Zuhause fast fertig, bald geht's los. Jeder freut sich, das erste Mal in seine Kabine zu gehen, die ganzen Emotionen, der neue Geruch. Und dann können wir losstarten mit den Gästen und darauf freuen wir uns alle sehr. Man fängt bei Null an praktisch, erlebt, wie das Schiff wieder aufgebaut wird. Und nach ein paar Jahren, wenn man dann vielleicht wieder zurückkommt auf das gleiche Schiff, sagt man, da schau her, die Ecken und Kanten, die kenne ich noch, die habe ich mitgewirkt. Wollen wir ein Selfie machen? Ja. Passt das mit drauf? Man fühlt sich halt irgendwie auch so ein bisschen Teil von was Besonderem. Und dann zu sehen, wie das Schiff jeden Tag mehr wächst, ist schon spannend. Jeden Tag sieht man, wie was fertig wird und man denkt sich, krass, das ist ein Schiff. Die Barista-Bar zum Beispiel, wir kamen an, es war ein Loch. Und auf einmal kommst du an die Rezeption zum Arbeitsplatz und es ist eine Bar da. Ja. Sie ist auf einmal fertig, als hätten sie die über Nacht hingezaubert. Die Gäste können sich auf jeden Fall freuen, nach Hause zu kommen und aber auch ein neues Erlebnis haben. Ja, wie sieht es hier aus in der Mengele? Ja, also nach einer Baustelle sozusagen. Also wir müssen halt schauen, dass wir schon alles reinkriegen, was wir dann so brauchen, wenn wir unsere ersten Gäste empfangen. Und natürlich müssen wir jetzt auch schon unsere Crew versorgen. Wir kochen rund um die Boxen, die wir einladen. Und nebenbei müssen wir auch noch die Sicherheitsstandards der Werft erfüllen. Das heißt, jeder muss einen Helm tragen. Sieht lustig aus, ist aber so. Wir haben jetzt gerade mal so 50% von dem eingeladen, was wir in der Hauptküche, wir sagen am Schiff dazu Mengele, benötigen, beziehungsweise was wir im Atlantik-Restaurant benötigen. An Tellern, Equipment etc. pp. Also wenn man hier so drüber guckt. Und das passiert so nebenbei, das Einladen und das Ausstatten der verschiedenen Outlets, so nebenbei, dass wir aber schon anfangen zu kochen. Ja, wenn man so rechnet, wir haben so in etwa knapp 2000 Sitzplätze, dann brauchen wir mal alles mal 5, das sind knapp 10.000 Teller. We are going to do plenty safety trainings now to start up the ship. So always remember the alarm signals, what you are supposed to do when you hear the alarm, where you are supposed to go, who you are supposed to report to. You have to remember this 24/7. Ich sage immer für unsere Besatzung auch, die halbe von ihrer Arbeit hier an Bord steht in seinem Arbeitskontrakt. Ne? Aber die andere Hälfte, die andere 50% ist der Sicherheitsteil. Also jede Besatzungsmitglied hat seine eigene individuelle Sicherheitsposition und Sicherheitsaufgabe. Und wir müssen jedes immer wissen, was wir machen sollen, und wenn etwas passiert. Wir schlafen das erste Mal in den Kabinen. Das ist genau wie für die Gäste was Besonderes, ist es auch für uns. Wir sind die erste Seele hier auf diesem Schiff. Ich nehme immer meine liebsten Menschen mit, meine beste Freundin, meine Schwester und mein Schwager sind da öfters vertreten. Und es sind tatsächlich auch einige Freunde, die ich auf dem Schiff kennengelernt habe. Aber bei mir natürlich auch die Fotos, Leute, die einem ans Herz gewachsen sind und mit denen man einfach auch Unvergessliches erlebt hat auf dem Schiff. Weil genau dafür ist es da. Also wir erleben hier wirklich jeden Tag irgendwas, was wir nicht vergessen können. Seit gestern Abend bin ich hier. Also ich habe noch nicht so viele Eindrücke gewonnen, aber man merkt doch auch schon, wie begeistert die Crew ist, hier zu sein, und wir selber uns dann doch auch freuen, wenn alles mal ausgepackt ist an den Möbeln, und auch die ersten Gäste natürlich.
Normalerweise bin ich Senior-Kellnerin, das heißt, ich bin aktiv bei den Gästen, ich arbeite im Restaurant. Und jetzt im Moment ist es im Prinzip, dass wir uns statt um die Gäste, um die Crew kümmern. Aber heute sind wir jetzt im Atlantik zum Beispiel. Das wurde heute das erste Mal für die Crew eröffnet. Und so entlasten wir ein bisschen die Crewmess. Die Crew hat die Möglichkeit, ein bisschen schöner zu essen. Deswegen sind wir jetzt erstmal hier und ich bin gespannt, wie es dann in ein paar Tagen aussieht. Es ist immer was Besonderes, wenn wir dann auch mal hier den Bereich genießen dürfen und die Gästeperspektive erleben und ein bisschen beschnuppern. Und natürlich auch bei so einer schönen Aussicht, das ist immer was Besonderes. Denn den Crewbereich hat man immer und dann ist es natürlich umso schöner, wenn wir auch das mal erleben dürfen. Wir sind hier gerade bei der Uniformausgabe, weil wir ja nicht dauerhaft in diesen hübschen Blaumännern arbeiten. Genau, und dann haben wir hier immer quasi unseren Uniform-Pickup, da gehen wir hin und dann probieren wir es an und schauen, wie es aussieht. Passt? Die sind doch recht bequem. Schön angenehm, ja. Ja, wir haben schon den in die Hocke-Gehen-Test gemacht, das funktioniert super. Wenn man so in Uniform ist, dann man hat gleich so eine andere Einstellung, eine andere Haltung. Also ich sage jetzt mal, wenn ich eine Uniform trage, dann bin ich auch wacher und bin mehr bei den Gästen, als wenn ich jetzt in privater Kleidung zum Beispiel arbeiten würde. Mein Schiff.